Willkommen zu Frequent TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch mit Themen Schlichtungsstelle. Da gibt es Beschwerden ohne Ende. Die haben eine Flut von Anträgen. Dann Winter in Deutschland. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier rausgucke, wir haben Schnee in Skandinavien, Finnland. Und da passiert gar nichts, man fliegt, man macht, man tut, minus 15, minus 35 in Lappland. Schnee, alles easy. In Deutschland ein bisschen Schnee und schon Drama. Dann geht es weiter mit Waymo Taxi. Das ist so ein Selbstfahrservice. Ich glaube, Waymo ist Google. In den USA ein Mann hat dort ein Erlebnis gehabt und somit den Flug verpasst, weil das Ding im Kreis fuhr. Sehr lustig. Ich empfehle YouTube-Videos mit dem Suchbegriff Waymo. Ich lache mich jedes Mal schlapp, wenn da 3 Waymos aufeinandertreffen. Aber später dazu mehr. Dann das Programm British Airways hat ja Neuerungen erfahren und es gibt da auch einige Themen, die man anscheinend in London schon bereut. Denn man fährt jetzt als erstes direkt erstmal eine Promotion. Also alles sehr lustig. Und Sixt-Status-Match. Wer möchte nicht auch einen Sixt-Status haben? Denn Sixt ist in meinen Augen nicht nur die weltbeste Mietwagenfirma, sondern auch mit den besten Autos, besten Service. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Estland, in Finnland, in Los Angeles, in Deutschland, in Italien, überall da, wo ich die Autos angemietet habe, keinen Stretch gehabt. Und ja, die Frisur ist immer noch scheiße, deshalb hat es die Mütze. Also insofern könnt ihr jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen und kommentiert, Glocke, ich weiß gar nicht, wo ist denn das? Da müsste das irgendwo sein. Also da seid ihr jetzt dran, Gas zu geben. Das erste Thema, was wir haben, ist das Thema Schlichtungsstelle. Ich persönlich bin kein Freund von der Schlichtungsstelle, denn ich bin der tiefsten Überzeugung, Fluggesellschaften direkt am Sack zu packen, verklagen, wenn die nicht nach 7 bis 10 Tagen die Knete angewiesen haben. Denn die Streitigkeiten bei Flug- und Zugausfällen nehmen immer mehr zu. Und die Fluggesellschaften weigern sich da irgendwie Gas zu geben, weil sie sagen, na, gucken wir mal. Abgesehen davon gab es jetzt 45.600 Anträge in 2024. Das sind 14,5% mehr. Und man muss immer wieder vor Augen halten, natürlich nach Covid, dass die Flüge auch wieder gestiegen sind, obwohl Deutschland ja auf einem niedrigen Niveau sind. Aber ich glaube, dass wenn man wirklich diese Streiks, die es gab, dann aber auch die extremen Wetterereignisse, IT-Ausfälle. Wer erinnert sich noch daran an das Lufthansa-Kabel, was auf der einen Seite funktioniert, auf der anderen nicht? Ich hatte es schon vergessen. Und da kann man halt hingehen. Allerdings 6.500 sind mit Bahnunternehmen Konflikte, die machen. Also das heißt, 1/5 mehr auch da. Also es ist nicht nur beim Fliegen, sondern auch bei der Bahn ein Problem. Hunderte Millionen Erstattungen sind es bei der Bahn und da ist es halt wirklich so, die Bahn fährt ja fast nicht pünktlich. Man kann es ja auch schon als Running Gag bezeichnen, wenn Zugführer, Zugschaffner oder ich weiß nicht, wer die Durchsagen macht, ihr seid Bahner, dann schreibt's unten rein. Die Durchsagen machen sich entschuldigt, dass man pünktlich oder sogar vor der Zeit angekommen ist. Ja, ich bin mal gespannt, was da passiert. Seit Oktober nutzt man ja bei der Schlichtungsstelle ein neues System, das geringfügig andere statistische Parameter anlegt als das Vorgängersystem. Bezogen auf das Gesamtjahr 2024 ist dies aber nicht wirklich ein Problem, denn es fällt dort nicht ins Gewicht. So. Und 3 Monate seit Oktober mit dem Vorjahr aber nur bedingt vergleichbar. Wir haben direkt dafür die erste Frage des Tages. Wie sind eure Erfahrungen mit der Schlichtungsstelle? Ignoriert ihr die Schlichtungsstelle, so wie ich das mache, oder geht ihr hin und sagt, hey, Schlichtungsstelle, du bist meine erste Anlaufstelle und dann möchte ich mit dir reden und du sollst mir helfen? Da könnt ihr unten einmal kommentieren und schreiben, was ihr dazu denkt. So, was haben wir noch als nächstes Thema? Als nächstes Thema mit dem Schnee. Weil der Schnee ist ein Riesenproblem. Und wenn man halt in Deutschland 2 Schneeflocken sieht, dann ist da richtig Panik, dann ist da Angst, dann ist da ein Problem. Und deshalb ist dann auch Chaos im Flugverkehr. Und ich hatte ja auch einen Kollegen, das war ja Stadtbär, der hatte geschrieben, er kam aus Warschau mit der LOT, wollte nach Berlin, glaube ich, wenn ich es richtig rekapituliere, ist dann auch umgedreht und hat gesagt, da war kein Meter, war gar nichts. Und da ist es halt wirklich so,
dass man sich mal die Flughäfen angucken muss. Schnee ist ja jetzt nicht etwas, wo man sagt, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir auch eine Bundeswehrkarte haben. Ihr wisst das ja. Wer, glaube ich, bis zur Hüfte im Wasser steht, soll mit Schwimmbewegungen anfangen und nachts ist mit Dunkelheit zu rechnen. So wäre dann auch der nächste hilfreiche Spruch, im Winter ist mit Schnee zu rechnen und je höher, desto mehr. Also je niedrige Temperatur, aber je höher an der Höhe man ist. Ja, aber bei den Flughäfen ist es halt so, dass ein Blick hinter die Kulissen bei den Flughäfen uns dort vielleicht einen Hinweis gibt, warum das ein Problem ist. Und der Flughafen München oder aber auch Frankfurt haben da ja Prozeduren im Gepäck, die das koordinieren und schauen, dass man das hinkriegt. Aber wenn man ehrlicherweise hinschaut, ist es halt wirklich so, dass 1200 Flugbewegungen pro Tag in Frankfurt mit 170.000 Passagieren im Schnitt durchgeführt werden. Und das bedeutet, dass jede Minute ein Flugzeug landet, also ein bisschen über einer Minute im Schnitt. Und das ist halt wirklich so, das kleinste Sandkörner, will ich jetzt das mal nennen, die dann in dieses Getriebe reinkommen, was geölt ist, ein Problem ist. Auch die Masse natürlich kann dazu sorgen, dass es dann diese Probleme gibt. Und man muss halt wissen, so ein Flughafen hat eine riesen Fläche. Natürlich gibt es auch in Helsinki Einschränkungen und so weiter, das muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, oder in Oslo oder in Stockholm. Aber man hat das Gefühl, die sind da wesentlich besser vorbereitet. Denn die 60 Meter breite und 4 Kilometer lange Centerbahn vom Schnee zu befreien, braucht man 21 Fahrzeuge in Frankfurt. Und gleichzeitig dann gibt es diese Kehrblasgeräte, Schneefräsen, dann kommen diese Streufahrzeuge, auch die Ränder nochmal wegschieben. Und dieser Prozess selber dauert halt mal 30 Minuten, bis das alles durchgetaktet ist und gemacht ist. Und in dieser Zeit kann logischerweise kein Flugzeug landen. Auch dann das nächste Thema Enteisung ist halt ein Riesenproblem, weil natürlich die Reimung nicht das Einzige ist, was man machen muss im Winter, sondern auch die Icing. Und da müssen halt wirklich die Tragflächen, die Ruder, die Klappen, aber auch die Tragflächen, habe ich ja schon gesagt, dort de-iced werden, damit auch der Auftrieb garantiert ist, weil Schnee ist einmal so, dass es Gewicht bringt, kann ein Riesenproblem sein, aber auch von der Strömung her, dass es da Probleme bringt. Und natürlich ein weiteres Problem ist die Sicht bei Flügen oder bei Landungen im Schnee, weil man dann natürlich auch die Abstände, also die Staffelung, wie das so schön heißt, verlängern muss. Und das ist natürlich auch so, dass dann da die Menge an Flugzeugen, die landen können, geringer werden. Und wenn es natürlich diese Vorhersagen gibt mit Wetter, dann hören wir von der Lufthansa, ja, wir haben schon Flüge zusammengestrichen oder auf größere Flugzeuge umgestellt, dass wir weniger Flüge brauchen. Und damit ist es halt so, dass man da diese Probleme hat. Und das ist halt ein Grund, warum wir in Deutschland diese Probleme haben. Ich kann euch natürlich sagen, ja, in Finnland, in Schweden haben wir es nicht. Ja, das liegt natürlich daran, dass sie nicht dieses ganz so hohe Aufkommen haben. Finnland ist natürlich da so ein bisschen ab vom Schuss aufgrund des, Bruder ist es ja nicht, aber auf jeden Fall des Nachbarn im Osten. Und damit ist das dann halt problemlos möglich, dass sich das, wenn natürlich nicht jede Minute ein Flugzeug landet, dass das nicht kumuliert. Also man kann das dann wesentlich enger takten. Ihr seid jetzt dran, ihr könnt kommentieren, ihr könnt was dazu sagen, weil das hatte ich in einem Call mit jemandem, das Gespräch zu dem Thema, und das wollte ich euch natürlich auch mitteilen, dass wir das ein bisschen einordnen, weil dann brauchen wir uns in Deutschland, können wir uns darüber lustig machen, aber wir merken am Ende des Tages, ja, vielleicht doch nicht so lustig, weil da kann der Deutsche im Allgemeinen und besonders nichts für, weil er halt eng getaktet ist. Und man sieht halt, wie viel der Luftverkehr dort in Deutschland an Bedeutung hat und wie viele Leute das nutzen. Wir gehen jetzt auf ein Thema Waymo. Waymo, wer das nicht kennt, das ist so ein autonomes Taxi. Das ist etwas, was dort im Testbetrieb funktioniert. Das ist ein Jaguar F-Type, glaube ich. Ist F-Type? Also auf jeden Fall Jaguar SUVs, so SUV-Style. Und da ist es so, dass diese per App gerufen werden können und dann fahren die ohne Fahrer durch die Gegend. Und da gibt es halt Parkflächen in San Francisco, Los Angeles, in anderen Städten. Ich glaube, ich habe es ja auch in Scottsdale gesehen, in Arizona. Und da ist es halt wirklich so gewesen, dass die Leute da
dann einfach gefahren werden. Aber es gibt auch lustige Situationen, wenn so zwei Waymos aufeinandertreffen. Wer fährt nicht und so weiter und so fort. Und jetzt ist etwas passiert, und zwar der Mike Jones, der wollte von Phoenix nach Los Angeles fliegen, hat den, also gab es auch in Scottsdale, Phoenix, haha. Und da war es dann so, dass der da Waymo benutzt hat, aber Waymo hatte dann ein Problem. Das Auto fuhr dann anstatt ans Terminal, um ihn da rauszulassen, in die Parking Structure, also in die Parkzone, und machte dann 8 Riesenkreise. So, und dann ist es so, während das Auto dort vor sich hin kreiste und vor sich hin fuhr, hat er dann den Support angerufen und gesagt, du, ich stecke hier fest. Und die konnten das Auto von extern nicht stoppen, was mich so ein bisschen erschreckt, dass man das Auto nicht stoppen kann mit so einer Notfunktion oder sowas. Und dann kommt es so, dass es einen kleinen Streit gibt über das, was da wirklich danach passierte. Aber grundsätzlich ist es so, das Auto stoppte nicht. Und man sagt eigentlich, das Auto wäre unter Kontrolle gebracht worden. Erschreckt mich auch die Wortwahl. Und ist dann zum Flughafen gefahren, also ans Terminal ran, und hat ihn dann da rausgelassen. Die andere Geschichte ist, dass diese Loopings never ending waren, und das hat ihn halt dann vom Flug abgehalten. Und das finde ich dann spannend. Auf jeden Fall ist es so, dass er dann mit dem Customer Service sich auseinandergesetzt hat, der dann non-existent ist, wie man im Englischen sagt, und der hat sich dann gewundert, ob er mit einer Artificial Intelligence oder wie wir nennen es KI, mit einer künstlichen Intelligenz da unterhalten. Und er wollte halt das bezahlt kriegen für seine Kosten, was natürlich, wenn das stimmt, auch richtig ist. Aber ich glaube, so lustig fand er das nicht. Es gab aber auch schon andere Sachen mit Waymo, da sind die in irgendeine Delivery-Drone reingefallen. Die hatten da einen Unfall und ja, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das so lustig ist. Hups, da haben wir direkt das Video auch angemacht, wo der da in diese Delivery Drone reingefahren ist, war dann auch relativ lustig. Aber wenn es halt so etwas passiert, dann muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, ja, Technik ist schön, solange sie funktioniert. Und deshalb haben wir da die zweite Frage des Tages, bevor ich wieder abdrifte. Würdet ihr so ein Waymo-Taxi nutzen? Ich selber habe sie wirklich mehrfach in Los Angeles gesehen. Ich habe die App auch auf meinem Handy, aber ich war dann irgendwie dann doch zu bang, glaube ich, das zu nutzen. Ich hatte dann Uber genommen. So viel Vertrauen hatte ich dann doch nicht in die Technik, um das zu tun, weil ich unter Zeitdruck war. Das sagte auch der Kollege, er wird jetzt nur noch Uber benutzen, wenn er Zeitdruck hat. Deshalb an euch die Frage, Waymo, interessantes Konzept, Selbstfahrauto oder nicht. Also da könnt ihr schreiben, was ihr dazu denkt. Was British Airways denkt zu seinem neuen Programm, das werden wir nie wissen, weil die das natürlich nie ehrlich kommunizieren werden. Aber was wir feststellen können ist, British Airways hat schon eine Promotion. Und zwar ist die Promotion nach der Revolutionierung des Programms, was ich natürlich nicht als Revolution empfinde, wenn man da den Preis als Maßstab nimmt, wie man bei Finnair nimmt, ist es so, dass man 3.500 Tierpoints braucht für Bronze, 7.500 für Silber, Gold 20.000, 65.000 Tierpoints für den Gold Guestlist. Dafür müssen 52.000 auf British Airways geflogen sein. Die einzige Neuerung, die ich übrigens geil finde, ist, dass die Gold Guestlist Karte, die ist bei vielen nicht drauf, es sei denn, ihr seid Gold Guestlist gewesen, ist weiß. Jo, also Blau, Bronze, Silber, Gold, und dann ist die Gold Guestlist Gott sei Dank nicht mehr nur um so ein GGL oder irgendwas, wie ich das hatte, sondern es ist eine weiße Karte. Und da ist es so, dass man wirklich 24.000 Euro, um nur die goldene Karte zu bekommen, ausgeben muss. Die Status-Promotion, die jetzt kommt, die läuft bis Februar. Und die ist so, dass man sich registrieren muss bis zum 14. Februar, einen Flug buchen muss und die zusätzlichen Gutschriften, die zwischen 50 bis 330 Tierpoints variieren, werden auf Flüge ab dem 1. April vergeben. Heißt also, der Euro-Traveler gibt 50, also Basic Economy ist übrigens ausgeschlossen davon. Club Europe
100, World Traveler 70, World Traveler Plus 140, Club World, Business Class übrigens, ist 210 und First Class gibt 330 Punkte. Und natürlich sind diese Flüge nur vom BA vermarktet und natürlich auch Flüge, die dort verfügbar sind. Also man kommt nicht wirklich viel schneller, wenn man halt wirklich Deals bucht und so weiter, ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich bin mal gespannt, wer sich davon einlullen lässt, weil selbst damit ist es so, dass der Silberstatus auch nicht wirklich relativ schnell zu erreichen ist, weil wenn man sich das mal anguckt, mit den 3.500 Punkten für Bronze, 7.500 für Silber, könntest du einfach mal durch 330 teilen, plus das, was du bezahlst, da bist du nicht so viel schneller da. Und interessant ist halt auch, dass diese Promotion eventuell schon eine Antwort ist auf die Complaints. Ich gehe eher davon aus, dass man die Promotion in der Schublade hatte und gesagt hat, wenn die Probleme kommen bei den Kunden, was man wahrscheinlich antizipiert hat, weil man gemerkt hat, dass das halt eine Scheißaktion ist, dann ist es so, dass man dort incentivieren muss. Firmenkunden brauchen keine Incentivierung, weil ich sage jetzt mal so, wenn ich auf Firmenkosten reise, ist ja meine eigene Firma, dann gucke ich auch aufs Geld. Aber wenn ihr zum Beispiel bei großen Firmen wie IBM oder wo auch immer arbeitet, dann habt ihr eure Policies und dann ist es ja auch so, dass das Geld eher weniger zählt, lustigerweise. Warum? Weil die Firma ja zahlt, das interessiert euch nicht. Aber für jemanden, der privat sich den Hon erfliegt, privat den Status erfliegt, für den ist Geld dann schon eine Frage. Und da ist es halt so, wie hoch ist der Anteil? Und ich bin mal gespannt, je nachdem, wie leer die Lounges dann werden, ob British Airways dann nicht merkt, da haben wir wohl ein bisschen zu viel gewollt und gemacht und getan. Zumal es ja zu einem Vielzahlerprogramm geworden ist und nicht zu einem Vielfliegerprogramm. Man kann jetzt auch bei Finnair sagen, ja okay, die Finnair-Jungs haben da natürlich Kosten und alles gehabt und gemacht und getan. Und sie haben da jetzt ehrlicherweise... muss man ja auch dann sagen, Preise aufgehoben, wo die Leute gestöhnt haben, aber im Vergleich dazu sind 9.000 zu 24 ist fast geschenkt. Ne? Also da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, dass British Airways da wirklich übers Ziel hinaus geschossen ist. Wir gehen auf das Thema Sixt Status Match und da ist es wirklich in meinen Augen wichtig, dass man den auch macht. Also wer bei Sixt noch keinen Status hat, sollte sich einen holen. Und da ist es so, dass man natürlich bei Sixt Partnern den Status-Match bekommen kann. Hon Circle gibt's immer noch den, gibt's da noch mal den Diamond? Weiß ich gar nicht. Ich habe 3 Diamond. Nee, ich habe 2, Entschuldigung, einer ist downgegradet worden zu Blue. Aber zum Beispiel bei den Fluggesellschaften, ich nenne einfach mal kurz Air Astana, Air Bulgaria, Air Europa, Air Malta, Air Baltic. Wer dort Executive ist, kriegt halt den Gold. Wer den VIP hat, kriegt noch einen Sixt Diamond. Also hier eine coole Sache. Cathay Pacific, da gibt es auch den Sixt Platinum mit dem Asia Miles Diamond Gold, mit dem Silber und Gold von Cathay Pacific. Da gibt es also einige Sachen, mit denen man was werden kann. Und jetzt gucken wir einfach mal bei Emirates zum Beispiel. Da gibt es auch Platinum mit Emirates Gold und Platinum. Interessanterweise kriegt man halt wirklich mit dem Air Baltic VIP-Status den Diamond-Status. Allein deshalb lohnt sich der Status-Match dahin zu machen. Bei Lufthansa gibt es über die Hon Circle Hotline den Diamond-Status. Also da gibt es immer noch mit Senator Platin und mit Frequent Traveler Gold. Also hier könnt ihr mal schauen, was ihr werden könnt. Ihr könnt in der Liste schauen, selbst mit Hotelprogramm. Bei Marriott Bonvoy, Titanium und Ambassador gab es den Diamond, was im Moment halt ein bisschen auf die Pause gedrückt worden ist. Aber interessant. Und bei GHA Platinum und Titanium gibt es nur den Sixt Platin. Also hier für den einen oder anderen dort eine interessante Möglichkeit, den Status zu bekommen. Schade bei Marriott als Titanium oder Ambassador, dass man dort das nicht bekommen kann. Die Webseite, auf die ihr schauen solltet, ist die Webseite für die Sixt Partner. Und die Sixt Partner ist im Prinzip www.sixt.com/partners/ Und da seht ihr das dann, wen es da gibt. Bei Finnair zum Beispiel, um da mal Bescheid zu sagen, ist so, bekommt man 2024 Bonus-Avios im Dezember, da ist die Aktion angelaufen, aber da gibt es dann keinen Status-Match. Aber man sollte einfach mal gucken, was da Phase ist. Und
Ich bin mal gespannt, was hier weiter in dem Programm geboten wird. Wir sind jetzt mit der Sendung auch schon wieder durch. Deshalb machen wir noch einmal die Frage des Tages, damit ihr da auch auf dem richtigen Trip seid. Und zwar die erste Frage des Tages ist mit der Schlichtungsstelle. Macht ihr die Schlichtungsstelle, geht ihr diesen Bogen oder geht ihr direkt zum Anwalt? Ich persönlich finde die Schlichtungsstelle nicht nötig, weil man kann direkt zum Anwalt gehen, wenn die Fluggesellschaft nicht funktioniert. Und die andere Frage des Tages ist, würdet ihr so ein Waymo-Taxi benutzen oder nicht? Oder sagt ihr, nee, oh Gott. Nee, auf Schienen, okay, aber Auto, selbst fahren, schwieriges Thema. Also hier von euch gerne Kommentare unten. Habe ich das jetzt auch nicht gezeigt? Ich muss mal gerade kontrollieren. Ja, hier ist besser mit der Hand, weil ich jetzt den Platz wieder mehr habe. Aber wir sind noch nicht mit dem Setup zu Ende und das andere Bild wird auch noch aufgehängt. Ich sage euch einfach nur danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und ich mache meinen nächsten Call. Oh, da kam wieder eine Nachricht. Haben wir nicht ausgestellt, gucken wir mal. Aber ich bin jetzt hier erstmal raus. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis morgen in alter Frische. Und bei Fragen. Hier, da, die Nummer. Da könnt ihr mir eine Nachricht schicken. Also, bis dann. Ciao, ciao. Jetzt auch. Tschüss.